Jahr 1968 erreichte die Hongkong-Grippe Arosa. Der Kurort, für seinen Skitourismus bekannt, kämpfte nun gegen eine Epidemie. Dr. Rüttlisberger und Dr. Muckli waren an vorderster Front dabei. Und plötzlich ist eine Grippe losgegangen. Wir haben jeden Tag mehr das Haus besucht. Die Leute sind alle tief in den Betten gelegen, haben zum Teil grässlich gehustet. In dieser Grippeepidemie bin ich praktisch den ganzen Vormittag unterwegs gewesen. Von einem Hotel ins andere. Und immer auch eben die gleichen Fragen. Warum kann man da keine Antibiotika geben? Alle Leute haben immer noch Antibiotika geschaut. Da musste jedem erklären, das ist eine Viruserkrankung, da nützt das Antibiotikum nichts. Das haben sie schlicht nicht glauben und das Gefühl gehabt, man will etwas nicht können. Das war also zum Teil sehr mühsam gewesen. Ich mag mich erinnern an einen Patienten aus Deutschland, der gesagt hat, ja, heute kann man auf den Mond fliegen, aber etwas gegen Grippe haben wir nicht. Wir haben ja gleichzeitig auch noch Praxis gehabt und haben dort auch noch die Unfälle und alle Leute mit anderen Krankheiten behandeln. Es ist einfach der Druck und der Druck war erheblich gewesen. Die Stelle habe ich ja angenommen in der Hoffnung, ich komme ein bisschen zum Skifahren. Und da muss ich jetzt sagen, das ist praktisch bis gegen den Frühling bin ich nie auf der Ski gestanden. Aufgrund der Hongkong-Grippe mussten viele erkrankte Gäste die Ferien im Bett verbringen. Im Vergleich zur spanischen Grippe und Covid-19 war der Verlauf aber vergleichsweise mild. Ich habe sie nicht als sehr gefährlich erlebt, weil ich, wie gesagt, kaum je ins Spital machen musste. Patienten haben eigentlich eben wenig Nebenwirkungen gehabt, ausser Husten und Fieber. Und für da haben wir ja auch recht gute Medikamente gehabt. Was man im Gegensatz sagen wir jetzt vielleicht zu der Pandemie von Covid, man hat noch keine Maske getragen. Das hat man hier gar nicht gekannt. Wäre vielleicht auch sinnvoll gewesen, wenn man das hier schon eingesetzt hätte. Ja, wir haben natürlich sehr gut gelernt, wie als Medikament wirkt. Mit welchem Medikament, dass man den Leuten bei der Bronchitis, beim Husten, gegen das Fieber und so weiter kann helfen. Da haben wir schon einiges gelernt, was wir später brauchen können. Für die spätere Tätigkeit, aber auch als Hausarzt, muss ich sagen, habe ich immer Respekt gehabt und habe dann auch angefangen, möglichst viel von meinen Patienten zu impfen. Ich bin jetzt überzeugt, dass die Impfung nicht eine 100%ige Sicherheit gegeben hat, aber insgesamt hat die Impfung schon eine günstige Wirkung gehabt, vor allem bei älteren Personen.